Meinst du, jetzt ist jeder verdächtig? Zumindest jeder, der Zugang zu den Räumlichkeiten dieser Firma hatte. Ja, aber findest du das nicht ein bisschen übertrieben? Andi, hier geht's um Einbruch und Sachbeschädigung in Millionenhöhe. Und die Typen rennen immer noch da draußen rum. Und du findest es ein bisschen übertrieben, dass ich die Sache noch mal neu aufrolle? Nein, nein. Das hat Andi doch überhaupt nicht gemeint. Er weiß, dass du deinen Job einfach nur sehr gründlich machst. Ja, also jedenfalls habe ich jetzt einen Mordskohldampf. Kommt ihr mit zu Emilio auf den Burrito? Ja. Ja, dann bis später. Ach, Olli, sag mal, warst du eigentlich bei LCL am Tag vor dem Einbruch ins Pelzlager? Ich? Nee. Stark. Gute Nummer. Danke. Alter, was war das denn jetzt? Das ist mir einfach so rausgerutscht. Du warst doch gestern bei LCL mit Jessica beim Shooting. Ich weiß. Mann, das war so unnötig. Jetzt bist du auch verdächtig. Mann, was mache ich denn jetzt? Wenn Frank mit Jessie redet, dann schnallt er doch sofort, dass ich gelogen habe. Die Aktion war auf jeden Fall mal voll für den Arsch. Warum packst du denn nicht gleich einen Zettel an die Stirn, wo drauf steht, ich war's? Ich weiß. Hey, jetzt lass doch mal Olli in Ruhe. Und außerdem, was macht er überhaupt hier? Ich wollte dich da raushalten. Du wolltest ihn anrufen und ihm sagen, dass er mit dem Arsch zu Hause bleiben sollte. Und jetzt taucht er hier auf und tischt dem Helmke die ganzen Lügengeschichten auf. Mann, Pritschel, das war doch keine Absicht. Wenn ihr die Pelze nicht ruiniert hättet, dann hätten wir das Problem gar nicht. Das ist alles nicht mein Problem. Ich wollte euch nur helfen. Ja, ich weiß, tut mir auch leid. Aber im Grunde verdächtigt doch Helmke überhaupt niemanden von uns. Oder? Ja, und was mache ich jetzt, dass das so bleibt? Okay, pass auf. Du gehst einfach da rein und dann sagst du ihm, dir ist eingefallen, du hast dich im Tag geirrt. Ganz einfach. Okay, das ist gut. Oder? Ja. Hey, Hey Olli. ist Helmke noch hier? Ja, der ist oben. Allerdings steht er ziemlich unter Strom. Also wenn es nicht wirklich wichtig ist, Ich dann... fürchte, das kann nicht warten, danke. Hey. Was ist der denn drauf? Wer? Ja, Charlies Kommissar Helmke. Weißt du, wir sind Nachbarn. Der quetscht mich aus, als wäre ich irgendwie seine Hauptverdächtige oder so. Dann hast du schon mit ihm geredet. Ja, der befragt ja alle Mitarbeiter der Reihe nach. Was hast du ihm gesagt? Olli, ist das jetzt hier das nächste Verhör oder was? Quatsch. Hast du ihm von dem Shooting erzählt, am Tag vor dem Einbruch? Ja. Der wollte alles ganz genau wissen, wann es genau angefangen hat, wer dabei war. Und dann hat er mich Dann auch hast du ihm gesagt, dass ich dabei war? Natürlich. Und weißt du, was das Komische an der Sache ist? Dass er das genauso interessant fand wie du. Er hat sogar extra nochmal nachgefragt. Aha. Olli, ist alles in Ordnung mit dir? Es ist nur so ein blödes Missverständnis, das gleich mit Frank. Weißt du, was Nicole gesagt hat? Sie glaubt, dass die Polizei einen von uns verdächtigt. Also wenn ich der Täter wäre, dann würde mir der Arsch jetzt richtig auf Grundeis gehen. Ah, weißt du, was er mich noch gefragt hat? Ob ich in letzter Zeit an den Fingern rote Farbe hatte. Rote Farbe? Ja, weil die Täter doch anscheinend irgendwie die Wände damit beschmiert haben. Also wenn der Täter wirklich unter uns ist, dann wird er jetzt ein Testament schreiben. Denn der Helmke kriegt den ganz bestimmt. Stehen bleiben. Was soll das denn? Das ist nicht witzig. Olli, das war ein Spaß. Olli, ich wusste ja nicht, dass du neuerdings so schreckhaft bist. Schon gut. Sag mal, so viel Fleckenmittel? Ja, viel hilft viel. Was hast du denn angestellt? Gekleckert. Womit? Rot. Beete. Also, rote Beete. Christian hat mir eine Jacke geschenkt, die ist total versaut und jetzt probiere ich mal. Du, hör mal, Olli, ich habe eine ganz tolle Reinigung. Die kriegen alle Flecken aus meiner Tischwäsche, egal was drin war. Hol mir die Jacke, ich nehme sie mit. Danke, das ist total lieb, aber ich probiere das erst mal selbst, ja? Tschüss. Tschüss, Olli. Tschüss. Olli? Moment. Ja, und? Hast du mit ihm geredet? Was hat er gesagt? Wer? Ja, der Osterhase Helmke natürlich. Nichts. Siehst du?
Hab ich doch gewusst. Wenn du gleich zu ihm hingehst und das richtig stellst, ist gar kein Problem. Du hast gar nicht mit ihm gesprochen, oder? Was? Ja, der hatte doch sowieso schon mit Jessica geredet. Umso wichtiger wäre es gewesen, die Sache richtig zu stellen. Warst du zu feige oder was? Nein, aber der hat alle Mitarbeiter der Reihe nach zu einem Einzelgespräch zitiert. Es hätte ewig gedauert, bis ich da dran gewesen wäre. Und dann habe ich gedacht, ich komme erst mal hierher und mach das. Aber das andere wäre wichtiger gewesen. Ach ja? Andi, hier ist noch rote Farbe drauf. Wenn Helmke herkommt und hier rumstöbert und das findet, laut Jessica ist er inzwischen sicher, dass es einer der Mitarbeiter war. Okay, aber er wird bestimmt nicht beim Neffen seiner Frau anfangen zu suchen. Und wenn doch? Ja, dann verstehe ich auch nicht, warum du diese Schwachsinnsaktion machst. Schmeiß das Teil doch einfach weg. Das hat Christian mir aber geschenkt. Ich glaub's ja nicht. Willst du, dass Christian nicht in Zukunft jeden Tag im Knast besuchen kommt, oder was? Du hast deine Schuhe auch nicht weggeschmissen. Ja, das stimmt, aber das mache ich jetzt. Okay, dann kommt das Teil halt auch weg. Ja, und vielleicht überlegt ihr euch endlich mal ein Alibi für die Tatsache, falls Helmke euch mal fragt. Gut, also nochmal. Wir haben uns im No Limits getroffen und wollten von da aus losjoggen. Ja, und dann hast du gemerkt, dass du deine Pulsuhr bei LCL vergessen hast im Pelzlager. Ja, genau. Bis dahin stimmt die Geschichte ja noch. Aber ab jetzt müssen wir uns an folgende Geschichte halten. Wir sind von LCL aus zum Rhein runtergelaufen. Bis zur Fußgängerbrücke am Medienhafen. Genau, dann über die Brücke und auf der anderen Seite wieder zurück. Gut, und am Rheinufer hat sich direkt vor unserer Nase so ein kleiner Junge auf die Nase gelegt. Ja, die Mutter hat ihn getröstet. Und dann kurz vor der Brücke. Habe ich Seitenstechen bekommen und deswegen mussten wir ein paar Schritte gehen. Alles in allem waren wir etwa... Eine Stunde unterwegs. Sitz doch. Wichtig ist jetzt nur, nichts vergessen und nichts durcheinander bringen. Das kriegen wir hin, oder? Okay. Jetzt müssen wir den nur noch loswerden und dann kann uns keiner mehr was. Ja? Hey, kann ich rein? Klar. Hi. Hey. Was macht ihr eigentlich? Wir hängen einfach rum. Im Badezimmer bei abgeschlossener Tür. Das ist ganz schön faustdicker in den Ohren, was? Was läuft denn hier eigentlich? Das erkläre ich dir später, Fritsche. Ciao. Hey, Olli. Frank. Ey, zu dir wollte ich eh noch mal. Du, ich habe mich voll vertan. Ich war natürlich bei LCL. Ich hatte ja ein Shooting mit Jessie. Ja, ich wollte dich eh noch drauf ansprechen. Hat sich ja dann erledigt. Ja. Du, ich war sogar noch mal da. Andi, der hat ja seine Pulsuhr vergessen. Die haben wir da abgeholt, bevor wir zum Joggen sind. Ach, hör mal. Ist euch da irgendwas aufgefallen? Ich meine, ihr wart ja jetzt die Letzten, die von den Tätern da waren. Nee, tut mir leid. Habe ich mir gedacht. Sag mal, wo geht ihr joggen? Ich brauche unbedingt mal eine neue Strecke. Du, runter zum Rhein, bis zur Brücke am Medienhafen. Hatte ich Seitenstechen, da mussten wir einen Schritt laufen und dann über die Brücke zurück. Waren bestimmt eine Stunde unterwegs. Hört sich gut an, soll ich mal probieren? Du, ist total schön zum Laufen, echt zu empfehlen. Danke dir. Warte mal. Die Brücke am Medienhafen ist doch seit letzter Woche gesperrt. Wegen Bauarbeiten. Echt? Da hast du mich falsch verstanden. Na, aber du hast doch erzählt, dass ihr über die Fußgängerbrücke am Medienhafen gelaufen seid. Nur, dass die gesperrt ist. Nee, da laufen wir normal lang, aber jetzt war die ja gesperrt. Also wir haben da kehrt gemacht, dann auf der gleichen Seite zurück. Aber so hast du es nicht gesagt. Da habe ich mich da wahrscheinlich einfach missverständlich ausgedrückt. Warum wirst du so nervös? Weil du mich hier behandelst wie so ein Schwerverbrecher. Entschuldige, ist eine Berufskrankheit. Dann war die aber kürzer als eine Stunde unterwegs. Ja, ich habe ja jetzt nicht auf die Uhr geguckt. Also normal brauchen wir halt eine Stunde. Ja, aber jetzt war die Strecke kürzer, also habt ihr, ich schätze mal, 40 Minuten gebraucht? Keine Ahnung, Frank, aber warum ist denn das so wichtig? Weil das hieße, dass ihr theoretisch die Zeit gehabt hättet, um zur Tatzeit bei LCL zu sein. Was wird das denn? Krimi-Stunde? Du verdächtigst doch wohl nicht meinen Neffen. Du, also im Moment tut er alles, um sich selber verdächtig zu machen. Wahrscheinlich, weil du ihn nervös machst. Ja, also wer nichts zu verbergen hat, der braucht nicht nervös sein, oder? Ich bin ja auch nicht nervös. Bin heute einfach nicht so gut drauf. Wegen Helmke? Nee, wegen Christian. Wir haben uns am Telefon gestritten. Um was ging's denn? Ach, um die Jacke? Welche Jacke?
Es ging um was anderes, ja? Könnt ihr mich bitte in Ruhe lassen? Ich hab's echt eilig. Ist aber wirklich nicht gut drauf heute, dein Neffe. Das macht man nicht. Hey, Olli, hast du mal einen Moment? klar, worum geht's? Komm einfach mit. Das ist keine rote Beete. Spionierst du mir nach oder was? Keine Sorge, Frank ist nicht da. Charlie? Was soll das? Seit wann wühlst du in meinem Müll rum? Seit du dich so komisch verhältst und mich noch dazu anlügst. Ich hab dich überhaupt nicht angelogen. Ich habe mit Christian telefoniert und der wusste nichts von einem Streit. Also, Olli, sag mir endlich, was los ist, hm? Ich hab was angestrichen. Ein Regal. Ein Regal? Bist du dir sicher, dass es nicht das Pelzlager von LCL war? Oliver,